Hi, ich bin der André vom SIP und heute zeige ich euch was ganz Spannendes, nämlich unsere neue Radialbremszange für Classic und Modern Vespas. Die SIP Radialbremszange hat ein paar Features, mit denen sie sich von anderen Bremszangen unterscheidet. Eins ist das geschmiedete Aluminiummaterial und ein anderes ist, dass sie aus einem Teil gefertigt ist. Diese Monoblock-Bauform hat den Vorteil, dass sie in der Mitte nicht geteilt ist. Ja? Die Bremszange muss sich hier festkrallen und die Kräfte von einer Seite auf die andere übertragen. Man sieht es an unserer alten Bremszange ganz gut, wie das geschieht. Das sind quasi diese Schrauben, 4 Schrauben, die über diese Andruckfläche die Kraft überträgt. Und da kommt es also sehr darauf an, wie dick sind die Schrauben und wie stabil sind diese Schrauben. Durch den Monoblockaufbau von unserer Bremszange haben wir aus dem Prüflabor ein Ergebnis zurückbekommen, das quasi um den Faktor 10 besser ist, als wir es von unserer älteren Zange und auch von vergleichbaren Zangen, die wir mal getestet haben, gewohnt waren. So eine Zange, die fängt bei ungefähr 300 Bar an, sich zu öffnen, weil sie sich dann mehr als 1 Millimeter ungefähr verformt. Unsere Zange verformt sich ungefähr 0,1 Millimeter. Die Radialbremszange hat 4 Kolben im Inneren, ja? 4 Bremskolben, im Gegensatz zum Beispiel zu unserer älteren Zange oder auch zur Original Piaggio Bremszange, die nur 2 Kolben auf jeder Seite einen hat. Diese 4 Kolben verteilen die Bremskraft viel großflächiger, was dazu führt, dass wir viel größere Bremsbeläge im Inneren verwenden können. Ja? Ich baue das mal auseinander. Es sind also diese großen Bremsbeläge da verbaut, die schon viel größer sind als die standardmäßig bei der PX Vorderbremse verbauten und auch deutlich größer als bei den meisten Mitbewerbern, die da auf dem Markt sind. Diese größeren Bremsbeläge und die 4 Kolben-Anordnung, die bedingen auch sowas in Zusammenhang mit der Bremspumpe oben am Lenker, gibt es da so eine Art hydraulische Übersetzung. Das ist sowas Ähnliches wie das Hebelgesetz. Ich kann euch das mal versuchen zu zeigen mit so einem Drehmomentschlüssel, den ich da habe. Man kann es quasi vergleichen, dass man, wenn man die gleiche Bremspumpe am Fahrzeug lässt, die man vorher schon hatte, dann ist es mit der 4-Kolben-Bremszange ungefähr so, als würde ich hier hinten an dem Hebel ziehen und versuchen, diese eingespannte Schraube festzuziehen. Wenn ich jetzt plötzlich nur noch 2 Bremskolben habe, dann halbiert sich quasi der Hebelarm und ich muss viel fester dran ziehen, um diese Schraube festzukriegen. Was ja für die SIP-Fahrwerksteile wie zum Beispiel Stoßdämpfer, Felgen und Bremsen inzwischen Standard geworden ist, dass wir immer versuchen, eine Genehmigung dafür zu erreichen vom Kraftfahrtbundesamt. So ist es auch bei unserer Radialbremszange und die liegt jeder Radialbremszange bei. Als erstes steht hier Teile-Typgenehmigung. Das ist ein neues Format vom Kraftfahrtbundesamt. Früher hieß es ABE, die allgemeine Betriebserlaubnis. Jetzt ist es eine Teiletypgenehmigung und diese Teiletypgenehmigung hier, die schließt ein unsere Bremszange und auch unseren passend dafür angefertigten Bremszangenhalter oder Achsaufnahme, wie es bei uns heißt. Für alle von euch, die schon eine coole Bremszange zu Hause haben, für die haben wir sogar die Achsaufnahme einzeln auch nochmal homologiert. Und zwar haben wir da ein Teilegutachten dafür erreicht. Man kann also dann sagen, okay, ich würde meine Bremszange gerne eintragen lassen in Verbindung mit der SIP-Achsaufnahme. Seid ihr jetzt eventuell schon einen Schritt weiter und könnt dem TÜV-Prüfer zeigen, dass ihr für diese Achsaufnahme einen Beleg habt, dass alle Anforderungen für den öffentlichen Straßenverkehr erfüllt werden. Zu den Achsaufnahmen haben wir auch noch ein paar Accessoires ins Programm genommen. Und zwar kann man zwar den originalen mechanischen Tachoantrieb weiter benutzen, sofern das die Radnabe oder diese Trommel zulässt. Aber falls nicht, gibt es auch dieses formschöne Gummiteil, mit dem sich der originale Tachoantrieb verschließen lässt. Und dann haben wir einen Halter, den man mit einer Schraube auf der Rückseite festschrauben kann. So einen elektronischen Speed-Sensor, der auf Magnetfeld reagiert.
Den kann man hier hinschrauben. Das gibt dann eine ganz saubere Lösung, wie man da ein sehr gutes Tachosignal empfangen kann. Nach so viel Theorie seht ihr jetzt hier, wie das verbaut ist. Die Zange, die wir vorhin am Tisch hatten, in Verbindung mit der schwarzen Achsaufnahme, die wir auf dem Tisch hatten, mit unserer SIP-Bremsscheibe auch in der Sportversion mit den schwarz eingefärbten Aussparungen und natürlich unserem Stoßdämpfer und Schwingenabdeckung. Wer es schon probiert hat, der wundert sich, warum ist jetzt da der Entlüftungsnippel unten. Und es hat einen Grund, weil die ist eigentlich perfekt geeignet, dass man sie auch auf die linksseitig angeschlagenen Gabeln montieren kann, also für alle Modern Vespas, ET2, ET4 und auch ZIP SP. Dafür haben wir noch keinen eigenen Bremszangenhalter oder Achsaufnahme, aber es gibt diese schönen Teile vom Antoine Fleury, von AF Parts, und damit kann man die auch sehr gut an Modern Vespas hinbauen und ist auch da eine sehr gute Kombination. Ich zeige euch jetzt noch kurz in einer bisschen sportlicheren Umgebung die montierte Bremszange und danach gehen wir nach draußen und machen noch einen kleinen Bremstest. So, hier sieht man jetzt, wie der Jesko die Scheibenbremse verbaut hat. Der hat an die Achsaufnahme auch noch den Halter für den elektronischen Speedsensor hingeschraubt und dann einen Stage 6 Stoßdämpfer und eine lange Schwinge und so weiter. Ein bisschen sportlicher das Ganze, funktioniert aber auch. So, mit dem kleinen Bremstest, der nicht so arg vergleichbar ist, zugegeben, schließt dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt den Kanal abonniert, und wenn noch Fragen sind oder Anmerkungen, bitte gerne in die Kommentare, und ich freue mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen!